Wir sind hier an der FH-NW in Olten. Ich bin Timo Niefeler, bin 25 Jahre alt, hochgradig schwerhörig auf beiden Ohren seit Geburt und studiere hier Soziale Arbeit. Die Herausforderung für Schwerhörige während dem Studium ist hauptsächlich dem Dozenten zu folgen. Und so ist es sehr praktisch, wenn man auf diesen Dienst setzen kann und mitlesen kann, was der Dozent sagt. Ich bin vorerst in die normale Regelschule von 1. bis zur 9. Klasse. Da waren wir auch etwa 25 Schüler und dort habe ich hauptsächlich mit einer FM-Anlage funktioniert. Danach ging ich an die Berufsschule für Oerlikon und dort waren dann die Klassen kleiner. Und dort war dann vorerst kein Hilfsmittel mehr nötig. Ich nutze den Service seit letzten Herbst, September, wo ich da das Studium begonnen habe. Zuerst war es natürlich eine Angewöhnungszeit nötig, halt mehr Material als normal. Ich musste alles mitnehmen, einstellen, hatte auch Bedenken, wie funktioniert es. Heute bin ich wirklich froh, kann ich diesen Dienst beanspruchen. Einen Tag im Vornherein, am Sonntagabend, lade ich alles auf, das Tablet, die FM-Anlage und am nächsten Morgen komme ich hin, etwa 5 bis 10 Minuten vor dem Unterricht, gebe das Mikrofon dem Dozenten und schreibe den Schriftdolmetscherinnen, dass ich da anwesend bin. Ich nutze hauptsächlich auch die Kopierfunktion auf dem Laptop, arbeite daneben meistens mit dem Programm OneNote von Word und kopiere den Text dann direkt neben das Handout vom Unterricht und so habe ich direkt die Unterlagen vom Handout mit dem Text verknüpft. Zusätzlich benutze ich auch die Markierung bei wichtigen Wörtern, wo ich da gelb markiere zum Beispiel oder auch unterstreiche, damit ich später beim Nachlesen einfacher weiß, wo dieser Text war. Seit ich diesen Dienst nutze, verstehe ich natürlich viel mehr. Ich kann die Vorlesung viel besser folgen und so bin ich auch erleichterter und weniger unsicher am Abend, was habe ich heute verpasst. Zum Teil kommen sie auch zu mir und fragen mich, wie funktioniert das. Auch die Dozenten kommen manchmal und wieso ich das benutze, inwiefern es mir hilft. So stehe ich dazu, was ich habe und nutze, was mir zur Verfügung steht, was ich brauchen kann. Und von dem her macht es mir keine großen Bedenken, mit einem Tablet aufzutreten, sondern ich bin froh, dass ich den Dienst nutzen darf. Jetzt nach fast einem Jahr Benutzungszeit habe ich gemerkt, dass ich diesen Dienst wirklich sehr beanspruche und kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auch fürs nächste Semester ihn beantragen werde bei der IFA. Grundsätzlich möchte ich allen beeinträchtigten Personen mitteilen, dass sie doch die zur Verfügung stehenden Mittel nutzen sollen und dazu stehen sollen zu ihrer Beeinträchtigung.